Guten Morgen. Ich bin jetzt in Bonnieux und heute geht es runter zum Mittelmeer nach Le Lavandou. So, ich bin jetzt noch auf einem Pass hochgefahren und hier sieht man nochmal schön den Luberon. Da hinten ist der Mont Ventoux. Der ist gestern ausgefallen wegen Regen. Aber wie ihr seht, der Regen hat sich fast verzogen. Aber es weht eine starke Brise. Das hier ist jetzt der südliche Gebirgsrücken, der den Luberon sozusagen nach unten abschließt. Der nördliche Gegenpart ist das Massif de Mont Ventoux mit seinen rund 1900 Metern. Die Straße hinauf zum Pass- und Aussichtspunkt ist nicht immer geöffnet, deshalb lohnt es sich vorher einmal zu checken, ob man durchkommt. Nachdem ich das Postkartenidyll des nördlichen Luberon hinter mir lasse, geht es jetzt spürbar Richtung Süden. Der südliche Teil wird auch Grand Luberon genannt. Im Vergleich zum touristischen Norden mit Gordes und Roussillon ist der Süden deutlich bewaldeter, einsamer und viel ursprünglicher. Aus dem Luberon heraus die Route Luberon Sud kann ich nur empfehlen. Schlängelt sich hier durch so ein Tal. Gute Straße. Macht richtig Spaß. Bin ich auf der Parallelstraße zur Küste nach Colombières und die letzte Stunde sah eigentlich genauso aus, wie es hier aussieht. Überall mal kleine Weinfelder, Fichtenwälder, ein paar Berge, ein paar Bergpässe und ein paar originale französische Autos. So, jetzt geht's zum Col de la Babaou. Das ist eine sehr kleine Straße, die bis nach Le Lavandou geht. Und das ist sozusagen eins der Punkte, die ich noch anfahren will. Diese kleine Passstraße hier, das ist quasi dann das letzte Gebirge vor Mittelmeer. Und oben möchte ich dann die Route de Crête fahren. Ich hoffe, die ist offen, denn die ist öfters mal gesperrt. Und dann können nur Fahrradfahrer oder Fußgänger lang wandern. Lassen wir uns überraschen. Aber jetzt erstmal kommt diese kleine Passstraße hier, die hier unter Fahrradfahrern und Motorradfahrern auch sehr beliebt ist. Während ich mich den Col de Babaou hochkurbel, ein paar interessante Fakten zur Gegend hier. Ich bin im Massif de Maure, geschrieben Maures, und Colombières ist so etwas wie die heimliche Hauptstadt dieses Gebirges. Hier dreht sich alles um Kastanien. Eis, Likör, kandierte Kastanien, die Liste ist lang. Und falls ihr euch fragt, ob hier früher die nordafrikanischen Mauren gelebt haben, nein, die haben mit dem Namen nichts zu tun. Maure kommt vom provinzialischen Wort für schwarz. Wenn man auf die dichten, dunklen Kastanien- und Korkeichenwälder blickt, die die Berge hier einhüllen, versteht man sofort, warum die Einheimischen dieses Gebiet seit jeher das Schwarze Gebirge nennen. Col de Babaou, 444 Meter. Und hier rechts hinten durch die Bäume durch sieht man schon das Mittelmeer. Das Tolle ist, ich bin heute hier bis auf ein paar Radfahrer echt alleine. Am Wochenende schieben sich hier die Radler gegenseitig hoch und dann kommen natürlich noch die Ausflügler und dann wird es schon ein bisschen enger hier. Aber das ist hier einfach jetzt traumhaft.
Ich habe die Straße mehr oder weniger für mich. Ja, verstehe schon, weshalb diese Straße hier zu den Highlights gehört, hier an der Küste. So, hier geht es eigentlich links rein, aber wie ihr seht, die Route ist gesperrt wegen Feuerrisiko. Das heißt, nur Fahrradfahrer dürfen durchfahren. Anwohner wahrscheinlich. Nee, selbst Fahrradfahrer dürfen nicht durchfahren. Jo, jetzt müssen wir mal einen Plan machen. So oberhalb von Moll gibt es noch den Col de Rayol, heißt er, glaube ich. Ja, Col du Rayol und noch irgendwas. Und hier bin ich jetzt. Und hier kommt die Route Crête, die ich eigentlich fahren wollte, auch wieder raus. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo ich parke. Ich habe es geschafft. Nach dem unfreiwilligen Umweg über La Molle stehe ich jetzt genau hier oben an dem Pass, an dem die gesperrte Kammstraße herausgekommen wäre. Col du Rayol Canadell. Und ganz ehrlich, der Umweg ist komplett vergessen. Vor mir öffnet sich hier das Mittelmeer in einem unglaublichen Azurblau. Von diesem Aussichtspunkt schaut man direkt hinab auf die Küste von Rayol Canadell. Und dort drüben am Horizont im leichten Dunst liegen die Îles d'Or, die goldenen Inseln. Ab jetzt geht's nur noch bergab. Le Lavandou, ich komme. Mit jeder Kurve rückt das glitzernde Blau des Mittelmeers näher. Und es riecht hier unglaublich gut. Die warme Küstenluft drückt mir den Duft von Pinien direkt in den Helm. Das hier ist die Côte d'Azur, aber abseits des typischen Glamours von Saint-Tropez oder Nizza. Dieser Küstenstreifen rund um Le Lavandou ist herrlich entspannt und ganz ursprünglich südfranzösisch. Ja, und wenn euch die Etappe genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Bis zum nächsten Trip, macht's gut!